Bilder eines sterbenden Sterns. NGC 1514. Wenn einem Stern, der etwa so groß ist wie unsere Sonne, der Brennstoff ausgeht, geschieht dies in einer ästhetisch ansprechenden und zugleich äußerst farbenprächtigen Art und Weise. Ein Beispiel dafür ist der planetarische Nebel NGC 1514, auch bekannt unter dem Namen Kristallkugelnebel. NGC 1514 befindet sich im Sternbild Stier und leuchtet in einer Entfernung von etwa 1500 Lichtjahren. Die Angaben stützen sich auf Parallaxenmessungen durch Gaia, einer der erfolgreichsten Weltraummissionen der Europäischen Weltraumorganisation ESA, zur Vermessung der Milchstraße. Das Foto, das hier zu sehen ist, stammt von einem optischen Teleskop, das im sichtbaren Lichtspektrum arbeitet. Die Kristallkugel wird erkennbar. Das Bild, das jetzt eingeblendet ist, stammt vom James Webb Weltraumteleskop und zeigt NGC 1514 in einer viel höheren Auflösung mit komplexen Strukturen. Es handelt sich um eine farbkodierte Infrarotaufnahme. Ringe aus Gas und Staub sowie feine Filamente im inneren Nebelbereich sind dadurch sichtbar. Das Webb-Teleskop liefert die Rohdaten, die mit Hilfe eines Computers in Wellenlängen des sichtbaren Farbenspektrums umgerechnet werden. Das liefert spektakuläre Bilder und erlaubt den Astronomen einen Blick auf die physikalischen Eigenschaften und die Dynamik der Materie vom Zentralstern bis zum äußeren Rand. Bereits im Jahr 1790 wurde NGC 1514 vom Astronomen William Herschel entdeckt. Was Herschel damals besonders erstaunte, war die ungewöhnliche Transparenz dieses Nebels. Er sah eine leuchtende Wolke aus Gas, durch die hindurch Sterne sichtbar blieben. Er erkannte, das ist kein Sternhaufen, das ist Gas, das einen Stern umgibt. Im Zentrum von NGC 1514 befindet sich der Überrest eines ehemals sonnenähnlichen Sterns. Nachdem dieser Stern seinen nuklearen Brennstoff verbraucht hatte, blähte er sich zunächst zu einem roten Riesen auf und stieß anschließend seine äußeren Schichten ins All ab. Zurück blieb ein extrem heißer, extrem dichter weißer Zwerg, dessen intensive ultraviolette Strahlung das abgestoßene Gas zum Leuchten anregt. Dieses Leuchten macht den Nebel sichtbar. Die vielen Details, die heutige Teleskope zeigen, blieben Herschel allerdings verborgen. Weiße Zwerge wurden erst ab 1862 erkannt. Außerdem sind sie wegen der kleinen Oberfläche extrem lichtschwach. Der Nebel besteht nicht aus einer einfachen Hülle, sondern aus mehreren ineinander verschachtelten Gasringen und Schalen. Es sind feine Staubstrukturen erkennbar, die auf frühere unregelmäßige Masseabstoßungen hindeuten. Vermutlich spielt dabei ein Doppelsternsystem im Zentrum eine entscheidende Rolle. Die Wechselwirkung zweier Sterne kann den Nebel formen und ihm seine ungewöhnliche Geometrie verleihen. Der weiße Zwerg im Zentrum hat nur einen Durchmesser von etwa 20 Kilometer und kann die Masse einer Nachbarsonne
gravitativ an sich binden. Im kosmischen Maßstab betrachtet erscheint der Nebel nur für einen kurzen Moment. Nach etwa 10.000 bis 20.000 Jahren wird sich das Gas so weit im Raum verteilt haben, dass es nicht mehr sichtbar ist. Der weiße Zwerg bleibt zurück, ein glühender, langsam abkühlender Sternenrest. In etwa 5 Milliarden Jahren wird auch unsere Sonne ein ähnliches Schicksal ereilen.